Willkommen zur Sendung Nummer 49. Crop Circle Spotting 2002 ist die Sendung und ich berichte von meiner Fahrt nach Wiltshire und meinen ersten persönlichen Kontakten mit dem Crop Circle, also Kornkreisphänomen. Und wie immer gibt es den CROPcom. Heute sind alle Zuhörer besonders dazu aufgefordert, ihn zu benutzen. Erreichbar über cropfm.mur.at und dann auf CROPcom klicken. Und dort erreicht man den CROPfm-Chat und man kann dort Nachrichten, Fragen oder Kommentare abgeben und ich gehe dann drauf ein. Bei der Ankündigung zu dieser Sendung habe ich ja geschrieben, dass heute CROPcom-Gäste besonders willkommen sind und wie ich sehe, sind bereits 5 Gäste im Chat eingetroffen. Das freut mich, 6 Gäste sogar. Das freut mich sehr. Martin, ja hallo. Okay, also ich war in Südengland und habe mir diese Sache mit den Kornkreisen einmal aus nächster Nähe angeschaut. Es ist eine Sache, diese Fotos immer zu sehen, aber eine andere ist es dann wirklich selbst in so einem Kornkreis zu stehen. Vielleicht noch am Anfang, wenn jemand Feedback zu Sendungen geben möchte, es gibt ein Tagebuch auf CROPfm, das ist ganz oben neben dem CROPcom. Und dort kann man also auch im Nachhinein Kommentare etc. zu Sendungen abgeben. Also heute geht es um das Kornkreisphänomen, das ja in diesem Jahr, nachdem es etwas langsam begonnen hat, eigentlich äußerst erstaunliche Ergebnisse produziert. Ich selbst war eben in einem der schönsten, die bis jetzt entstanden sind, nämlich im Kornkreis, der gegenüber auf dem zweiten Feld hinter Stonehenge entstanden ist. Ich habe auch einige Reportagen gemacht, die ich heute spielen werde, unter anderem mit Charles Mallett, der inzwischen schon relativ bekannt ist. Er wurde auch schon von Linda Howe, der Autorin des Buches Mysterious Lights and Crop Circles, das ich hier vor mir liegen habe und das ist ein sehr schönes Buch ist heuer in der 2. Auflage herausgekommen. George Mallett, also mit dem habe ich im Silent Circle Café, das ist dort eines der vielen Pubs, die sich diesem Phänomen verschrieben haben, ein Interview geführt und das war also sehr interessant. Ich habe dort auch mit einigen Kornkreis-begeisterten Amateuren, wie man so schön sagt, Interviews geführt und durchwegs eigentlich sehr interessante Dinge gehört und auch gesehen. Die Reise nach Wiltshire gestaltete sich etwas schwierig. Am Anfang des nächsten Teils werde ich da ein paar Audios dazu abspielen. Auf der CROPfm-Seite gibt es ja den Link auf die Crop Circle-Seite von CROPfm. Dort habe ich eigentlich alle wichtigen Links, die ich so gefunden habe, zusammengetragen. Dort finden sich also eine Reihe Links auf sehr umfangreiche Kornkreise, Datenbanken. Eine der interessantesten ist wahrscheinlich der Crop Circle Connector. Diese Datenbank oder diese Seite widmet sich ausschließlich den Kornkreisen, die in England entstehen.
Und dort ist also immer aktuell zu sehen, was es an neuen Kornkreisen gibt. Aha, Pitt hat sich auch im CROPcom eingefunden, hallo. Und auf dieser Crop Circle Seite gibt es auch einen Haufen weiterer Links, wo man sich also über dieses Thema informieren kann. Ich habe auch ein paar Artikel mitgebracht. In der Farbbeilage der geliebten Kronenzeitung ist ein Artikel erschienen über Kornkreise, wahrscheinlich weil jetzt dieser Film rauskommt, über den ich auch kurz sprechen möchte. Ein recht interessanter Artikel, zumindest die Fotos drin sind sehr schön. Es ist also dieser wunderbare, aus 409 Kreisen bestehende Kornkreis, der, glaube ich, in Wiltshire 2001 entstanden ist, zu sehen und weitere Dinge. Überschrift ist Kornkreise von Teufels Hand, Fragezeichen, ja. Eine interessante Überschrift. Ja, um das wird es heute gehen und freue mich schon auf diese Sendung. Es ist, wie gesagt, die erste Sendung, in der ich hier im Studio alleine sitze. Und ich hoffe, ich werde nicht ganz allein gelassen und es kommen ein paar interessante Fragen über den CROPcom herein. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's los. Gut, also ich und meine Freundin Claire Brooks haben versucht, in England nach Wiltshire zu fahren. Versucht deshalb, weil der erste Tag war ein ziemlicher Horror. Auf dem berühmten M4 Motorway, der so quer durchs Crop Circle Gebiet führt, passierte etwas. Ein Unfall und wir standen im Stau. Und kurz nach unserer Abreise sah das Ganze ungefähr so aus. This is my first try visiting a crop circle. Miss Brooks, what's happening? Well, at the moment we're stuck on the M4 motorway because a mile up the road a lorry has hit a car and they've had a big accident and there's diesel all over the motorway, and so we're waiting here for the police to go and clean it all up so that we can drive to southern England. We are stuck here. Very stuck here. The S word would be appropriate now. Yes, the S word would be more than appropriate. Let's say it then. Shit. Shit. Ja, wir standen also im Stau, ein LKW ist umgefallen und es war recht lustig, Menschen zu beobachten, die auf der Autobahn Fußball spielen, mit dem Radl herumfahren oder einen Hund spazieren führen. Ich habe da ziemlich viele Fotos gemacht, eine Seite anfertigen, wo ich diese und natürlich auch die Fotos auf der Kornkreise, die ich selbst gemacht habe, zeigen werde. 2,5 Stunden später sah es leider nicht viel besser aus. What is it now? It's now 2 hours after we've stopped and we're still stuck in the same place and we're still not going anywhere. And I'm chewing quite loud on my chewing gum. Like this. You like that? Which is really, really irritating me. Okay. And there's another thing. How long do you think we'll be stuck in here? I have no clue. We could still be here tomorrow for all I know. And is it true that you have a headache? I have a very bad headache, which is being made worse by the traffic. Okay, so that's the situation right now. That's the situation. We will give further information later, won't we? Yes, sir. If I am still alive. Yeah, he don't stop chewing. Any last words? Help! Tja, wir saßen also fest am M4 Motorway und irgendwann dann nach 4,5 Stunden wurden wir von dieser Autobahn heruntergelotst von der netten Polizei und leider war das nicht allzu hilfreich. So it's time for another update. Would you describe the current situation for us, please? We're now in a different traffic jam. It is now 4.5 hours since we were stopped on the motorway.
We have no idea why we're currently in this traffic jam. We got off the M4. We were directed by the police off the M4 onto a different road, which is now a road leading into Reading, and this road is completely at a standstill. And just, I think, quarter an hour after we left the M4... they opened the motorway. Ja. Tja, also wir fuhren von der M4 ab und sie haben sie für ungefähr eine Dreiviertelstunde wieder dem Verkehr freigegeben. Und irgendwie war das Ganze ein bisschen verhext, denn an diesem Tag schien einfach die Hölle loszubrechen. Es passierten dann auch auf den Nebenstraßen und Umfahrungsstraßen Unfälle und im Radio hörte sich das Ganze ungefähr so an. It's still fairly chaotic on the motorways and the roads. The M4 is still shut westbound between junctions 10 at Reading East and 11 at Reading South. It's after this overturned lorry hit a car. Eastbound is also slow because of debris in the motorway lanes and rubberneckers as well. Basically, the main problem there, of course, is westbound, and it's chock-a-block from junction 7 up to 10, where you'll be turfed off the motorway because of the closure. Knock-on effect has affected so many areas, mainly the A329M between the M4 interchange and Copped Beach Junction at Bracknell. There's been another smash there, by the way, which has led to stationary traffic southbound heading for the A329 into Wokingham, and of course that's not helped by the M4 closure. And also the B3270, the lower early way in Shinfield, it's closed. Rescue and recovery work is on the go, both ways at Cutbush Lane due to an earlier accident, which again is chocker anyway because of the M4 closure. So busy everywhere. If you've got to be somewhere this afternoon, I suggest you call whoever you're meeting and tell them you're going to be very late. We'll keep you up to date this afternoon as to what's happening. Ja, wir haben nicht angerufen, wenn hätten wir auch schon anrufen sollen. Jedenfalls, irgendwann sind wir dann aus diesem Stau wieder rausgekommen und haben dann was gegessen und letztendlich ging es dann endlich nach Wiltshire, ein wunderschönes Fleckchen Erde, und wir waren schon ziemlich froh. So it's time for another update. I'm not quite sure what the time is. I think it's about 8:30, and we're back on the M4, only one junction away from where we began, and several hours later, and I'm now driving at 75 miles an hour, and we hope to get there before nightfall. Great. Ja, zu guter Letzt haben wir es also geschafft, dann doch auf dem Weg nach Wiltshire zu sein. Die ganze Fahrt hat 12 Stunden gedauert, das war also unglaublich. Da habe ich also am ersten Tag nicht die Möglichkeit gehabt, allzu viele Crop Circles zu sehen, aber am Abend dann haben wir endlich den ersten Crop Circle gesehen. Das heißt, Claire hat ihn eigentlich entdeckt, und zwar gleich gegenüber von Avebury Hill, von diesem, Moment, wie heißt das schnell? Silbury Hill, das ist dieser Jahrtausende alte, so ziemlich größte künstliche Erdwald, den man jemals gefunden hat. Ein Mysterium an und für sich. Und gegenüber, also von der Spitze dieses Hügels, hätte man diesen Kornkreis wunderbar gesehen, aber da darf man ja nicht mehr rauf. Dort haben wir also endlich den ersten Kornkreis gesehen, und wir sind natürlich sofort stehen geblieben und haben ihn betreten. Please, Ms. Brooks, would you comment on the first crop circle we actually spotted today? Okay, we were driving quite fast along these country roads on the way to our hotel where we're staying tonight, and as I was driving along I spotted the crop circle, which I then pointed out to you, but you didn't see it, so we drove a bit further, and then you did see it, and you kind of yelled and made a very stupid noise, so I stopped the car and we're now walking along the footpath to go and check out our first crop circle. It's in a kind of brown field. I'm not sure what it is. I think it might be wheat, but we'll go check it out. Very, very exciting. Ja, und dieser Kornkreis war recht interessant. Ich habe interessanterweise kein einziges Foto von diesem Kornkreis gesehen. Es war vom Boden aus relativ schwierig auszumachen, wie der denn nun aussieht. Aber wir sind also reingegangen, und es war offenbar schon ein bisschen älterer. Also das Korn lag nicht mehr ganz so schön da. Und wie wir dann wieder rausgegangen sind gerade ein paar Youngsters dahergekommen und haben sich dort mit Gitarren und so weiter einen schönen Abend gemacht.
Es ist ja so, dass es teilweise nicht ganz ungefährlich ist, in Südengland diese Kornkreise zu betreten, da die Bauern dort bekannt dafür sind, dass sie gleich auf alles schießen, das in ihre Kornfelder geht. Ist ja auch irgendwie verständlich. Aber was mir aufgefallen ist, dass sehr viele Leute irgendwie einfach querfeldein durchs Korn marschieren und nicht diesen Radspuren da entlang gehen. Und das ist schon irgendwie eine ziemliche Schweinerei eigentlich. Weshalb auch relativ viele Bauern, also Landwirte dort, diesem Phänomen eigentlich sehr skeptisch gegenüberstehen und eigentlich nur wollen, dass die sie machen, endlich mit diesen Scherzen aufhören. Ich befürchte leider, da werden sie nicht so richtig den richtigen Ansprechpartner finden, denn es ist ja völlig unklar, wie die richtigen Kornkreise entstehen und man kann sie auch nicht reproduzieren. Aber es gibt immer wieder gemachte Kornkreise. Heuer war zum Beispiel einer auf Milk Hill. Nein, nicht Milk Hill, Moment. Der befand sich... ich finde es jetzt nicht. Aber es gab also einen äußerst erstaunlichen Kornkreis. Und dieser Kornkreis war aber... Der entstand also so Ende Juli und dieser Kornkreis war interessanterweise gemacht. Das heißt, man hat herausgefunden, Windmill Hill am 18. Juli. Und Charles Mallett hat mir dann, also bevor er das auf Dreamland in der Reportage mit Linda Howe dann der Öffentlichkeit gesagt hat, herausgefunden, dass es sich dabei offenbar um einen gefakten handelt. Sie sind also reingegangen, das ist ein sehr großes Ding, schaut auf den ersten Blick sehr komplex aus, ist aber im Endeffekt relativ einfach zu machen. Es besteht nur aus geraden Linien. Und dieser Kornkreis entstand also in Windmill Hill und man hat nach einer halben Stunde haben also diese erfahrenen Leute, die da reingehen, festgestellt, dass sich dabei um einen sehr erklärbaren Kornkreis handelt, da man Spuren von Brettern etc. gefunden hat. Und die findet man bei den, unter Anführungszeichen, echten Kornkreisen eben nicht. Und des Weiteren findet man dort einige Dinge, die also nicht reproduzierbar sind. Zum Beispiel die Art und Weise, wie es da liegt und beschleunigtes Wachstum beim Anpflanzen, das wurde schon öfter behandelt. Man kann sich da eben auch genauer auf den Kornkreisseiten informieren über das Ganze. Und wir sind dann am nächsten Tag ins Silent Circle Café gegangen. Es gibt da auch einen Link von meiner Crop Circle Seite aus. Das ist also so ein ganz kleines Café, in dem gibt es Unmengen an Souvenirs zu kaufen. Ich habe mich mit Postkarten, Posters und Videos eingedeckt. Und dort habe ich ein Interview gemacht mit einem Amateur-Kornkreisforscher, der sich also einfach damit beschäftigt. Er war dort mit Kind und Kegel und wollte sich die Dinger mal selber ansehen. Und das war recht spannend. Und hier jetzt mal das Interview. Den Namen des Herrn habe ich leider vergessen zu erfragen. It was just the amazing sort of images, the amazing images that appeared in 2000 and 2001. I mean, previous to that, going back a few years, I imagined that the formations appearing in the ground might have been of, say, buried buildings and things like that, because if you take aerial shots of fields and land, you sometimes get depressions in the land, and archaeologists have gone in and found that there have been old buildings under the land, and at first I thought, well, maybe that's what it would be, but since the formations have got more and more elaborate, I now believe that there's something else involved other than something not on this earth, something from maybe up above. Do you think these are messages, or these are? I personally believe they are messages of some description. And because many people think that this is a kind of advanced technology that produces them, so you personally do not think that this is technology in our sense, but it's more a means of communication. Yes, a means of communication, yes.
I mean, I think you'll find that that's possibly backed up with what I was saying just now about the Arecibo message, the one that appeared last year. Although it was similar, there were certain parts of it that were different. Right. And for a formation like that to appear, there is no way, I believe, that it was man-made. Mm-hmm. Yeah, especially the faces. It is. Well, it's quite clear that it's not. You can't make it with boards. That's right. That's right. And the other thing you have to remember is that a lot of these circles appear overnight, and I think it's been proved with people trying to hoax them that it takes sometimes 48 hours. Yeah. You know, and that would be 48 hours continuously working, and in the pitch black, you know, it's not possible. And also the fact that there are no footsteps around it. Just that's right. That's right. Clear, yes. And from what I've read about the researchers who've done this work, is the fact that you can tell the difference between a man-made one and one that has appered to be other than man-made. Is the way that the corn is laying. It's bent over, it's not broken, there's no depressions in the ground, and it just seems as though, you know, it's appeared. The fascinating part is, you know, how it's appeared. And have you, they're also reported that Linda Howe wrote a book called Mysterious Lights and Crop Circles. You know that? No. It's about light phenomena appearing near crop circles. Have you ever heard about that or seen something like that? Spheres? Yes, light spheres. Yes. I've read all about that. Mm-hmm. Yes. Most of the knowledge that I've got, I've learnt through a lady from Hampshire, Lucy Pringle. Oh yes, I know her website. Who's written books, and also a local researcher, Paul Weigay, who I get most of my information from via the internet. And he keeps everything, you know, keeps the internet data kept right up to date. Very informative, and that's about it. I think that's about as much as, you know, I know. I haven't yet myself actually seen one, and this is why I'm here today. Yeah, that's me too. I've seen one yesterday, but I'm not sure if this was a real one or a hoax one. What can you describe it? Is it on? It was. Yeah, it was here, where she points. I think one to the left. And it was. It's. I think it's not on any of those images seen here. But right. I mean, there are a few around that have been commissioned by TV channels. One is a big H, and that is for History Channel on Sky Digital. There's another one that looks like a face or a 3-pin plug. And when I first see that image, I mean, that was just that particular image, but they showed it on the news, and I think it's been commissioned by Weetabix or something. It's getting commercialised. And there is another one, a circle, and it's got tits written in it or something, so I don't know who the heck done that one, but... Are we trying to find the one that came down Milk Hill? Was it Milk Hill? Windmill Hill. Yeah. Because that's one of the most beautiful that appeared this year. Mm-hmm. They don't have a photo here right now. No, I think that's all this year's, right? Yeah. But it just came down about 2 or 3 days ago. Yeah. Of maybe a week, the longest. Or maybe this one, the spiral. Yeah. Well, thank you. Okay, thanks very much. Ja, ein paar sehr interessante Sachen wurden da angesprochen. Unter anderem diese Arecibo-Message. Und ich komme da gleich zur Frage von Franzl, die er mir heute vor der Sendung gestellt hat, weil er dann nach München musste. Nämlich
Franzl schreibt mir da also, dass er gerade, und das meint dazu auch, es gibt keinen Zufall offenbar, dass ihm ein Buch vor 3 Tagen in die Hände fiel, und zwar von Joachim Koch und Hans-Jürgen Küborg. Titel des Buches Die Antwort des Orions. Diese 2 Herren haben also auch selbst Piktogramme in England in Kornfeldern angefertigt und haben ihrer Meinung nach eine Antwort bekommen. Die Arecibo-Message entstand, und ich habe einen Link drauf, und zwar auf der Startseite, gleich unter der Sendungsankündigung. Die Arecibo-Message wurde ja 1974, glaube ich, ausgesandt von diesem ganz großen Radioteleskop in Südamerika. Und 2001, und die Fotos muss man sich wirklich anschauen, denn die sind sehr erstaunlich, kam eine Antwort, wenn man so will. Und zwar wurde die Nachricht zurückgeschickt, allerdings mit Veränderungen dabei, die also äußerst interessant sind und auch wurden im Nachhinein analysiert und geben durchaus Sinn. Und daneben gleich in einem Druckrasterverfahren ein Gesicht. Und dieses ist wohl eines der erstaunlichsten Exemplare, die jemals entstanden, denn vom Boden kann man überhaupt nicht erkennen, um was es sich dabei handelt, und mit normalen Mitteln ist es einfach nicht zu machen, von den Anomalien einmal völlig abgesehen. Und aus mehreren 100 Metern Höhe erkennt man dann eindeutig, dass es sich um ein Gesicht handelt im Druckrasterverfahren, und zwar im Korn. Also die Links sind auf der Seite, und das sollte man sich anschauen. Und der Herr hat auch erwähnt, dass also inzwischen auch die Werbeindustrie offenbar Kornkreise entdeckt hat. Ich habe gerade heute gesehen, dass die neue Version von einem MP3-Player, der sehr bekannt ist, dessen Namen mir jetzt natürlich nicht einfällt, wenn man den startet, dann sieht man auch einen Kornkreis am Anfang, in dem die 3 in einem Kornkreis geschrieben ist, da es sich um Version 3 handelt. Und Fernseh- und Radiostationen haben das entdeckt, und irgendwer hat jetzt einmal einen Kornkreis gemacht, auf dem ganz groß Titten gestanden hat. Naja. Und ja, diese Kornkreise entstehen eben in ein paar Stunden, und meistens regnet es und es gibt keinerlei Fußspuren oder sonst was. Und das ist sehr mysteriös, und die Erklärungsversuche sind natürlich sehr weitreichend. Ich habe in einem Kornkreis, und zwar eben in diesem äußerst schönen Kornkreis, der da vor Stonehenge entstanden ist, am 4. Juli ausgerechnet, ein Interview gemacht mit einem Herrn, der am Anfang eine sehr interessante Theorie, nicht ganz ernst gemeint, von sich gegeben hat, nämlich, dass sich dabei um kleine Männchen mit großen Schuhen, sehr wichtig, und roten Nasen handelt, die diese Kornkreise anfertigen, aber dann hat er doch eine andere Theorie dazu gehabt. Es puppte sich heraus, dass dieser Mann Lichtarbeiter ist und sich sehr viel mit Kristallen und Edelsteinen beschäftigt, und den habe ich eben genau in der Mitte dieses Kornkreises getroffen und habe ihn eben nach seiner Theorie gefragt. Yeah. So that's your theory. They're actually created by electromagnetic waves. Okay. That we're supposed to anchor here in our conscious minds. Yeah. Because we're not ready to receive that electromagnetic wave. Yeah. They're actually anchored in the earth for us to absorb later on. I see. So and who does that? And to which purpose? It's just created by consciousness. I see. So we do it. Part of the evolution. So you're saying we as a community do it, or? No, we as a community are supposed to receive it. I see. It is not aliens, it's just higher evolved beings in consciousness of ourselves. Okay, so something that maybe someone... More evolved parts of ourselves. Yeah. Okay, so the higher self. Yeah, higher self, true self. Yeah, more evolved or maybe parts. Angels or something like that. I wouldn't quite go that far. Okay. Angels have a definition. Okay. And so you're saying that we produce that electromagnetic energy that... No, we're supposed to receive the electromagnetic energy. Okay, as part of our evolution within consciousness. Okay, so we send it to ourselves, parts of us send it to ourselves, or... Well, time's an illusion. Yeah. Okay, so we have future self and past self, and we're here in the present. So parts of ourselves that we evolve into helping us to evolve to ourselves. It's like a journey from back a loop back. Yeah, and we're already there. Okay. So we're helping ourselves get back there.
interesting theory. It is. And how long have you been concerned with crop circles? I mean, how did you get concerned with I'm not really concerned with crop circles in a separate entity. Yeah. It's just come to see and have a look and feel the energy here. I work with crystals and metaphysical tools, so Okay. I just come to have a look and enjoy. Yeah, it's a six-fold geometric, so it's Yeah. quite interesting. Yeah, it's the second one I've been to. So. Okay, thank you. Relate that to your Austrian public. Okay. Thank you very much. Ja, genau das habe ich gemacht. I related it to my Austrian public. Sehr interessant. Ich muss leider die Hintergrundgeräusche, die bei diesen beiden Interviews jetzt zu hören waren, etwas entschuldigen, auch beim nächsten leider. Bei dem letzten waren vor allem sehr starke Windgeräusche. Ich habe versucht, das ein bisschen zu filtern, deshalb hat sich das Ganze ein bisschen eigenartig angehört. Aber was dieser Mann eben gesagt hat, was man nicht sehr gut verstanden hat, dass Zeit prinzipiell eine Illusion ist und dass Kornkreise im Grunde elektromagnetische Informationen sind, Energien sind, die wir empfangen sollen als Community. Und Teile unserer selbst, die sich also in der Zukunft weiterentwickeln, schicken das quasi zurück in die Vergangenheit, damit wir wieder zu dem werden, was wir eigentlich in dieser Zukunft, von der aus diese Botschaften zurückgeschickt werden, dass wir wieder zu dem werden, was wir eigentlich schon sind. So dieser Herr. Eine durchaus äußerst interessante Theorie, die mich nicht mehr so richtig losgelassen hat. Also ich finde das ja durchaus spannend. Okay, jetzt machen wir eine kurze Pause und danach spiele ich ein Interview mit Charles Mallett, dem Mann, der also sehr viele Fotos und Berichte auf dem Crop Circle Connector schreibt. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Interview geworden. Im nächsten Interview, das ich jetzt spielen werde, da kommt es eben zur Sprache, dass also sehr viele Menschen Lichtphänomene beobachten, die in solchen Kornkreisen zu sehen sind. Das heißt, ganz konkret Lichtkugeln, die auch auf die Beobachter reagieren. Ich habe heute eine Reise gehört, aber ich ganz verrückte Dinge gehört, wie zum Beispiel, dass also Fischer draußen am Meer beobachtet haben, wie sich eine Wassersäule vor ihnen aufbäumt. Aber das ist wahrscheinlich nur eher damit verwandt. Aber diese Lichtkugeln, und das beschreibt Charles Mallett hier in diesem Interview, das ich gleich spielen werde, er beschreibt da, wie seine Freundin beobachtet hat. So sagt sie, dass diese Lichtkugeln, also es fliegt eine drüber, teilt sich in dreien auf und streicht dann, diese drei streichen dann mehrere Stunden über dieses Feld. Und am nächsten Tag, das war glaube ich 99 oder 2000, war einer der erstaunlichsten Kornkreise zu sehen, der jemals entstand. Und es gibt einfach sehr viele Hinweise, dass es dabei um sehr starke elektromagnetische Mikrowellen etc. Energien geht. Man hat auch Vögel, die bei der Jagd erschossen wurden und dort im Kornkreis liegen, gefunden, die regelrecht explodiert sind. Das heißt, das deutet wiederum sehr stark auf Mikrowellen hin. Und irgendeine Art von Technologie oder eine Art von Intelligenz, das kann man natürlich schwer sagen, steckt da wohl dahinter. Ich meine, diese halbdurchsichtigen Lichtkugeln, die da beobachtet werden, das ist also kein Kugelblitz in dem Sinn. Und also ich habe da überhaupt keine Idee, was das sein könnte. Es gibt nur dermaßen viele Berichte schon drüber und ich habe auch Fotos schon gesehen. Mein vorletzter Gast, Wolfgang Wiedergut, hat selbst Fotos von diesen Lichtkugeln angefertigt. Und auch einen Film gemacht und ich habe auch selber schon Filme gesehen drüber. Einfach ein Mysterium für mich, aber eines der spannendsten, die ich kenne. So, jetzt das Interview von Charles Mallett, das ich ebenfalls in diesem Kornkreis-Café, dem Silent Circle Café gemacht habe. Und ich bitte darum, wieder die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Ich hoffe, man versteht trotzdem, was der Mann sagt. How did you get involved with the whole thing? And
Back in 1997, I was living actually in a different part of the country, researching UFOs and other kind of strange associated weirdness. Yeah. And I come across a magazine, which was a fairly obscure UFO magazine, and they had like a centre spread on the crop circles of 1996. And up until then, I hadn't paid much attention because back in 1991, the whole media had jumped on the whole hoax theory, saying two old guys had done it all, and I just swallowed it whole like most people and didn't really think about it. And then in 1996, I saw these images in this magazine. I could hardly believe it. They were precise mathematical designs, very sophisticated. Yeah. Highly complex. There's no way two old guys who'd stumbled out of a pub could have done this. It was something more than a joke. Yeah. So the following summer I came to Wiltshire and started looking at them firsthand. So that's pretty much how I got into it. I see. And it didn't take me long after actually arriving in Wiltshire to find circles on the ground, examine them, and quite quickly conclude that no way were these things being made by people. Just the way the corn was laid down, the way it was whipped into tubes, it wasn't flat to the floor as if people had been stepping on it with planks of wood. All of this kind of stuff. So, just the physical evidence of looking at them on the ground, the logistics of trying to make them in 4 or 5 hours of darkness. Yeah. That coupled with, very strange experiences I started having up here, including seeing balls of light in and around crop circles, seeing military helicopters paying very close attention to the crop circles, even to the degree where I've been woken up at 6 a.m. in the morning by an army helicopter hovering over a circle. Really? It's happened on many occasions, so to one degree they know that we know that they know. And those balls of light, have you any, because I heard that they kind of react to those who look at them, those spheres. What experiences? I think they do. I think the whole crop circle phenomenon seems very benevolent. On some occasions, I sat in a crop circle, for instance, in 1999 in oilseed rape canola, and had a ball of light about as big as a soccer ball materialise in front of me, probably about 15 feet away. And it was like, very, very clearly there, but it didn't seem intimidating subjectively or objectively at all. It was just there. So it seemed as if, I don't know, it seemed like some kind of show, but I didn't feel at all threatened, and on occasion they do seem to interact with the consciousness of the individual observer. I have myself and Frances, my wife here, often we'd sleep out in crop circles or on the hills to just watch the landscape, because the UFO activity around this area of Wiltshire is quite common. Yeah. We've seen a pair of lights appear in the sky and just hang there, okay? And within minutes, a pair of army helicopters would turn up just out of nowhere, roar past us, head for the lights, obviously very, very purposefully heading in that direction. And as soon as they get to where the lights are, the lights just blink out and reappeared miles away, as if they were playing, And the helicopters would just they'd be lost, they would sort of take off and disappear again when the lights would reappear back where in their original position. I see. And in fact, that night when we saw that, actually, the following day there was a crop circle found there. So there seems to be a kind of association with the lights and the intelligence behind or within the lights and the actual arrival of crop circles, it seems. And you also think that there's a connection between crop circles and UFO activity? Yes, as I said, we've seen what could be considered UFOs, not necessarily structured craft, flying saucers, not necessarily, but light spheres, which seem to just fade in and out of our version of reality as if they're tuning in. It seems to me much more of an interdimensional rather than extraterrestrial communication. But it's very much a personal opinion. But just being an observer and watching how these things operate
it just seems that it's as if you tune into a radio station, you switch to a dial and you just tune into another station. It's as if for one reason or another, something or whatever is tuning into our version of reality, our frequency, laying these patterns down, and occasionally we're seeing evidence on the ground and in the sky of this happening, but it's fairly rare. But there has been a bunch of good video footage taken in and around crop circles. So about those spheres, or about how crop circles were made, because that will be my next question. How do you think they're actually made? How does it look like? Has that ever been observed by anyone? Okay. Looking at the construction of crop circles, the first question people ask is, aren't they all hoaxed? After 6 years on the ground, we would say for sure probably about 20% of crop circles we look at are fakes, hoaxes, just copies basically. The other 80-odd%, it varies year on year, okay, so but generally 80% are a mystery to us. We go in formation sometimes at 4, 5, 6 o'clock in the morning before anyone would have been there. Yeah. And on occasion, they appear when it's been raining. The recent one actually at Stonehenge appeared on the 4th of July. It had been raining. Amazing. I know. It had been raining for a week before that happened. Okay, solid. When we went in, we were the first ones down there. Okay. When we walked in there, we didn't find one single footprint, any sign of entry into the field, no mud, and our feet we were soaking wet and muddy ourselves, and we were leaving quite a mess all over the corn. And our mess was the only mess there, so, what do you make of that? And also, the way the crop was laid down, very, very smooth, very subtle, but consistent over the whole formation, as if a single hand or a single entity had swirled the thing down, And is it still there? Because I would like to see it. I believe it is, actually, yeah. And so, it's a couple of weeks old now, so yeah, I guess... I know. No. A few people have been there. Yeah. So I got a sore throat. I got a sore throat. Yeah, so. it's because of the rain also. Just getting over a cold. Okay. Has anyone ever observed someone or something producing a crop circle? When however it is made, has anyone observed this process? Yes. I know of one person a person that I've known for about 15 years. Yeah. She has seen a crop circle go down, and it's highly controversial stuff. Yeah. Because apart from this, there's only one event where one was actually recorded, filmed going down, and Oliver's Castle, 1996. You're probably aware of that. That was actually videotaped. Really? 2 balls of light skirting around a field and the corn falling over. But, it's been claimed as a hoax, the footage, and it's been debated ever since. On the this person that saw this formation going down, as I said, I've known her for 15 years, way before she or I had any interest in crop circles at all. But in about, I think it was 1998, after I'd been coming to Wiltshire for a couple of summers, I went back down to Devon where I lived and just told my friend Nikki that, you really should come up and have a look at this, for yourself, because it's, there's pretty amazing things going on and I'm seeing all sorts of weird things up here, come and have a look for yourself. And she did. And this is really strange. On the very first night in Wiltshire for her, she walked up to a hilltop called Adam's Grave. I don't know if you're familiar with that. It's Alton Barnes. Alton Barnes, I know, yeah. Yes, it's the high hill with the point on top by the White Horse. Oh, okay, yeah. Anyway, so on the first night, she's about 11 o'clock at night, she went up to the top of the hill to watch the moon. It was a full moon, so you could see the entire landscape, the fields, the horizons, whatever. About half an hour after she got there, and I wouldn't be saying this if I didn't think she was credible. Yeah. She saw a huge white globe of light come across the land and stop over a field at a location called Torsmead Copse. It just stopped over the field, instantly split into 3 separate lights, spun around, and for the next several hours, purposefully went about making a crop circle. And according to her, I wasn't there, so I can't tell exactly how it looked, but according to her,
she watched for several hours these lights subtly moving over the crop as if they were brushing it down section by section, and it went on for like several hours. And whilst this was going on, there were other coloured lights in the area, just moving around in the sky, around the surrounding fields. There seemed to be a lot of activity. I saw her the next day. In fact, I found that formation before I had heard about her story. And I mean, it was a very huge, highly sophisticated design, which it was a 7-fold geometric design, 400 feet wide. I see. For its time, in 1998, it was the most technical achievement that's ever happened in a cornfield. And according to her, and she's quite credible as far as I'm concerned, she saw that happen under very mysterious circumstances, and it was such a bright moon, and I know it was bright because I was out trying to light myself, but in a different location. She says that she could see the corn falling over. So far, that's the most credible account I'm aware of. Fascinating. It is, Yeah. Very weird. And so this year you are also investigating the whole phenomena, and to a degree we are, but because we've only just now opened the Silent Circle Cafe here at Cheryl, so it takes up most of our time actually. Yeah. So now we go out, examine them, photograph them, publish the photographs, and write field reports on the Crop Circle Connector website. Okay. This is one of my favorite sites in the web. Yeah, I mean, we provide quite a lot of material. In fact, our cafe is kind of in association with the Crop Circle Connector. I know, that's why I came here. Because yeah, I mean, they provided the computer and the TV video and stuff. I see. And one last question. At Windmill Hill, there is one very nice formation. Can it be visited? It just appeared some days ago. Is that correct? Yes, it appeared about 2 days ago. Yeah. And it's very huge, very elaborate. Yeah. If you want to switch the tape off, I'll tell you about it. Okay. Ja, nachdem ich mein Minidisc abgedreht habe, erzählte mir eben, dass er glaubt, dass diese Windmill Hill Formation ein Hoax ist, also dass es gemacht wurde. Und er vermutet eben auch, dass seiner Meinung nach, dass diese Dinge gemacht werden, um ernsthafte Kornkreisforscher quasi auf den Plan zu rufen und dann zu kommen und zu sagen, ja, seht ihr, den haben aber leider wir gemacht und daher sind auch alle anderen gemacht. Allerdings daraus zu schließen, dass manche Kornkreise, und darüber gibt es keinen Zweifel, quasi auf ganz normale Art und Weise entstehen, aus dieser Tatsache zu schließen, dass alle Kornkreise Fakes sind, ist ungefähr so, wie wenn man eine Handvoll gefälschter 20-Euro-Noten in die Hand bekommt und dann davon ableitet, dass daher alle 20-Euro-Noten gefälscht sind. Ähnlich kommt mir das irgendwie vor. Und die richtigen 20-Euro-Noten sind genauso wie die richtigen Kornkreise nicht wirklich reproduzierbar, außer man hat die richtigen Maschinen dazu, die richtige Technologie. Und genau darum geht es wohl. Also eine Art Technologie ist dabei im Spiel, nehme ich an. Vielleicht ist auch was ganz anderes, aber das Ganze ist unerklärlich und offenbar für viele eine Bedrohung, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also irgendwie schon, aber zum Beispiel Stichwort Science, der ist eigentlich ein Horrorfilm, der da jetzt rauskommt, so ein Thriller. Das ist quasi so die Ankündigung der Attacke der Außerirdischen sollen Kornkreise sein. Ich erwarte mir nicht allzu viel von dem Film, aber ich werde mir ihn auf jeden Fall anschauen. Und ja, bis hin zu diesem Artikel in der Kronenzeitung, den mir da ein Freund in die Hand gedrückt hat. Kornkreise von Teufels Hand, Fragezeichen. Ja. Recht interessant finde ich da auch das Kommentar eines Herrn Professor Günther Koch, das er in diesem Artikel abgibt. Er vergleicht da irgendwie so diese Kornkreise mit dem I Love You Virus. Ich kann eigentlich überhaupt nicht, bei dem auch viele geglaubt haben, dass es sich um ein richtiges E-Mail handelt und dann sind sie draufgekommen, das war ein Fake, also eine gefälschte Botschaft. Ich kann da ehrlich gesagt den Zusammenhang überhaupt nicht feststellen. Vielleicht gibt es ja doch sowas wie parallele Realitäten und Herr Koch lebt in einem Paralleluniversum. Jedenfalls das Phänomen, das ich da beobachte, nun seit Jahren, ist äußerst spannend und für mich durch niemanden bis jetzt
befriedigend erklärt worden. Es gibt immer wieder Versuche, das wegzuerklären, die berühmte Doug and Dave Story, wo eben also angeblich, das war Ende der 80er Jahre, kam dann die große Schlagzeile, ja, 2 alte Rentner haben diese Kornkreise angefertigt und die haben tatsächlich dann vor laufender Kamera einen Kornkreis angefertigt, aber der war so jämmerlich, dass alle feststellen mussten, die beiden waren es offenbar nicht. Und ja, Meinungsspinning funktioniert genauso. Man bringt auf großen Schlagzeilen, es war Doug and Dave, und nur ganz klein auf Seite 4 oder auf Seite 10 in einem Artikel, es war doch nicht Doug and Dave, aber niemand wird sich mehr dafür interessieren. Auch dieser Charles Mallett hat eben gesagt, dass er sich erst relativ spät dafür begonnen hat zu interessieren und inzwischen aber halt sehr viel Forschung in dieser Richtung betreibt. Ja, ich wollte noch sehr viel eigentlich heute erzählen, aber die Zeit vergeht offenbar auch allein wie im Flug. Was auch noch sehr interessant ist, es gibt da offenbar 2 Seiten, die da im Spiel sind, also eine These und eine Antithese sozusagen. Linda Howe schreibt da, dass da offenbar schwarz- und weißmagische Symboliken verwendet werden, wahrscheinlich von 2 konkurrierenden Gruppen. Es ist, wie gesagt, nicht möglich, in einer einzigen Sendung das Ganze reinzupacken. Es gibt aber bis jetzt schon 3 Sendungen über Kornkreis auf CROPcom und die kann man sich alle nachhören, und auch diese Sendung wird im Archiv landen. Und ja, am Ende vielleicht noch, falls irgendjemand sich mit derartigen Phänomenen, das müssen nicht Kornkreise sein, das kann also, in dieser Sendung wird sehr viel behandelt, alles, was irgendwie mit grenzwissenschaftlichen Phänomenen oder Randthemen jeglicher Art zu tun hat, beschäftigt, dann möge er sich bitte bei mir melden. Es gibt in letzter Zeit immer wieder Leute, die mich anmailen und mit denen ich dann eine Sendung mache, aber es seien alle Hörer aufgefordert, wenn sie glauben, über irgendetwas Interessantes sprechen zu können, sich einfach bei mir zu melden. Der Mail-Link findet sich auf der Startseite von CROPcom.